schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Wir machen heute einen ganz tollen Kuchen und zwar einen Mohnstreuselkuchen mit Kirschen. Viel Spaß! Für eine Springform mit 26 cm braucht ihr 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, 50 Gramm gemahlene Mandeln, ein Ei, 130 Gramm Zucker und für die Füllung 500 Gramm Magerquark, 150 Gramm Mascarpone, 100 Milliliter Sahne, ein Päckchen Mohnback, 3 Eier, 120 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillepuddingpulver und den Saft einer halben Bio-Zitrone. Wir legen mit dem Mürbeteig los. Dazu gibt ihr das Mehl in eine Schüssel. Ich hatte hier jetzt gemahlene Mandeln, ihr könnt aber auch andere Nüsse nehmen. Oder wer eine Allergie hat oder Nüsse gar nicht mag, der lässt sie einfach weg. Dann kommt der Zucker dazu, dann mein Ei, das hatte die Größe M. Dann die Butter. Meine Butter war jetzt nicht komplett kalt, aber auch nicht zu warm. Also nimmt sie vielleicht so 10 Minuten vorher aus dem Kühlschrank raus. Die tut ihr dann in kleine Stücke zerteilen. Und die kommen dann auch in die Schüssel und die werden dann mit der Hand durchgeknetet. Ihr könnt auch, also ihr müsst es jetzt nicht so machen wie ich in einer Schüssel, ihr könnt es auch in eurer Küchenmaschine machen oder auf der Arbeitsplatte. Ja, das wird jetzt so lange verknetet, bis wir einen schönen, bröseligen Teig haben. Wenn das so ausschaut, dann müsst ihr einen Teil davon wegnehmen. Ich würde sagen, nicht ganz die Hälfte. Einfach eine andere Schüssel nehmen, den Teig da hineingeben und den bitte in den Kühlschrank stellen. Das ist wichtig, damit die Streusel dann auch fester wieder werden und dann lassen sie sich einfacher verstreuen. Der restliche Teig wird dann so lange verknetet, bis wir einen schönen glatten Teig haben. So sah er dann aus. Jetzt braucht ihr eine Springform. Ich habe sie mit Backpapier ausgelegt und da kommt die Hälfte von dem Teig hinein und der wird dann am Boden festgedrückt und dann auch am Rand entlang. Ich mache das so, der Teig war jetzt ziemlich weich, denn ich habe ihn nicht gekühlt. Wer ihn lieber kühl mag, kann das natürlich machen. Der ist ziemlich weich und da lässt er sich wunderbar mit den Händen festdrücken und dann habe ich hier noch mein tolles Rädchen. Der rollt dann alles richtig schön glatt. Die andere Hälfte vom Teig, die rolle ich dann zu einer Wurst oder zu einer Schlange und die drücke ich dann am Rand entlang nach oben. Und zwar schaut schon drauf, dass sie wirklich bis ganz nach oben geht. Also einfach nehmen, rollen, festdrücken. So sah es dann aus. Der darf jetzt in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit machen wir unsere Füllung. Hier habe ich jetzt meinen Quark, das war Magerquark und das ist Mascarpone. Ihr könnt übrigens die Mascarpone ersetzen durch Quark, wenn ihr Mascarpone nicht wollt. Da kommt der Zucker hinein, meine Eier, das Mohnback. Ich hatte ein fertiges, ihr könnt aber auch eins selber machen. Da habe ich auch ein Rezept dazu, verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann das Puddingpulver und den Zitronensaft. Die Zitrone natürlich vorher auspressen. Ja, das Ganze wird jetzt verrührt. Geht am Anfang ein bisschen schwierig. Und wenn es dann so ausschaut, kommt dann noch die Sahne dazu, denn diese Masse hier ist jetzt ziemlich fest und deswegen gebe ich noch ein bisschen Sahne dazu, dann wird das Ganze etwas geschmeidiger. Das Ganze dann verrühren, bis wir eine richtig schöne, cremige Creme haben. So soll es ausschauen, genau richtig. Dann habe ich hier jetzt meinen Boden wieder, der ist ziemlich gut durchgekühlt, da gebe ich jetzt die Kirschen drauf, die natürlich vorher absieben. Achtet bitte darauf, dass sie gut abtropfen, denn wenn sie zu nass sind, dann kann es passieren, dass euch der Boden unten ziemlich matschig wird. Dann hole ich meine Creme, die gebe ich da jetzt einfach drauf und verstreiche das Ganze gleichmäßig. Was ich gemacht habe, noch ein bisschen klopfen mit der Form, damit die Creme auch zwischen die Kirschen geht, damit ihr nicht so Luftlöcher drin habt. Dann hole ich meine Streusel wieder. Ich hatte jetzt vergessen, die in den Kühlschrank zu stellen und deswegen waren die sehr, sehr klebrig. Denn wenn Butter ja draußen ist, also nicht im Kühlschrank, dann wird die sowas von weich und das war es ja auch. Deswegen schaut es bei mir etwas sehr klebrig aus. Also deswegen unbedingt in den Kühlschrank stellen, dann lassen sie sich viel leichter verstreuen. Die kommen da oben drauf, dann darf er bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 50 Minuten backen. Und so sah er nach dem Backen aus. Der darf jetzt in der Form komplett auskühlen. Ihr seht schon, wenn er frisch gebacken ist, ist er
aufgegangen und wenn er dann ausgekühlt ist, sackt er ein kleines bisschen wieder nach unten. Ja, hier ist er jetzt ausgekühlt und ich kann die Form ohne weiteres lösen. Es kann aber auch sein, dass ihr vielleicht mit dem Messer am Rand nochmal entlang müsst. Ich musste das jetzt nicht, der hat sich wirklich toll gelöst. Aber vorsichtshalber mit dem Messer vielleicht rumgehen. So sah er dann aus. Richtig schön, ein Prachtbursche, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe dann als Verzierung gar nicht mehr großartig viel getan. Ich habe einfach nur Puderzucker genommen und oben drauf gestreut. Und dann ist ein total leckerer Streuselkuchen fertig. Ich muss sagen, dieser Kuchen ist entstanden durch Reste, die ich noch daheim im Kühlschrank hatte. Da war ein Quark da war Mascarpone da, die waren am Ablaufen, die mussten weg. Ein Glas Kirschen war noch da, Sahne war noch da, eine angebrochene. Und aus Resten kann man sowas Tolles machen. Und der war wirklich sowas von cremig und lecker. Also der hat keinen Tag gehalten, dann war der weg. Ist ein total toller Sonntagskuchen. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!